Dieser Videovorführung zeigen wir, wie einfach es ist, ein Paket auf einer Arbeitsstation mit Easy Software Deployment zu installieren. Es wird nur ein Windows Domain Controller benötigt, in dem innerhalb des Active Directories alle Benutzer und Computer definiert sind. Darüber hinaus muss Easy Software Deployment auf einem Server oder einer beliebigen Workstation installiert sein. Das spielt eigentlich für die Verteilung von Software keine Rolle. In der Grundausstattung besteht Easy Software Deployment aus 2 Teilen. Der erste Teil ist der Easy Software Deployment Manager. Der zweite ist der Easy Software Deployment Agent, der auf allen Geräten als Frontend ausgeführt wird. Dies kann eine beliebige Workstation sein, aber auch ein Server, eine virtuelle Maschine oder ein Terminal-Server. Es spielt keine Rolle, auf welchem Gerät Sie den Easy Software Deployment Agent installieren, sofern dieser mit einem Windows-Betriebssystem kompatibel ist. Der Easy Software Deployment Agent übernimmt alle Aufgaben, die Sie in der Easy Software Management Console organisieren. Easy Software Deployment ist ein leichtgewichtiges Produkt. Es ist keine Backup-Umgebung erforderlich, sodass keine Datenbank verwendet werden muss. Es handelt sich lediglich um eine Verwaltungskonsole, die über einen Agent kommuniziert. Der einfache Software Deployment Agent benötigt nur 2 Einstellungen für die Konfiguration des Pakets. Zuerst muss man wissen, in welchem freigegebenen Ordner sich die Anwendungen befinden. Man muss also einen freigegebenen Ordnerpfad angeben, in dem sich die Anwendung befindet. Zweitens ist ein freigegebener Ordnerpfad für die Berichte anzugeben. Es ist daher wichtig, dass diese Pfade korrekt ausgeführt werden, damit die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert. Es ist natürlich auch wichtig, dass alle Agents ordnungsgemäß auf den verschiedenen Computergeräten bereitgestellt werden, was für die Verteilung von Software unerlässlich ist. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Konfiguration, um das erste Installationsobjekt auf einer Workstation zu installieren, nicht länger als 10 Minuten dauert. Um Ihr erstes Installationselement, von uns so genannt, aber die sind die tatsächlichen Pakete, die Sie veröffentlichen möchten, zu installieren, können Sie die Komponente Installationselemente verwenden. Sie verwenden Computerelemente, um ein Installationselement mit einem Gerät zu verknüpfen. Sobald Sie auf die Installationselemente geklickt haben, erscheint ein Assistent. Easy Software Deployment bietet verschiedene Optionen, um ein Installationsobjekt anzubieten. Sie können die Windows-Installationstechnologie oder MSI-Pakete verwenden, aber Sie können auch eine ausführbare Datei, eine .exe-Datei verwenden. Darüber hinaus wird die Verwendung eines virtuellen Installationselements wie app-v oder thin-app unterstützt. Sie können auch eine ausführbare Netzwerkdatei verwenden. Einige Unternehmen verwenden weiterhin eine Verknüpfung zu einer ausführbaren Netzwerkdatei. Außerdem bieten sie eine Verknüpfung an, beispielsweise zu einer Ressource einer Anwendung oder einem Verweis auf ein Dokument im Netzwerk. Die Importfunktion ist eine Funktion, die es ermöglicht, sowohl Installationsobjekte zu exportieren als auch zu importieren. Tatsächlich ist mit Easy Software Deployment jeder gewünschte Rollout möglich. Für diese Demonstration werde ich ein Installationspaket verteilen. In diesem Beispiel verwende ich die Anwendung mit dem Titel 7-zip, deren .msi sich in einem Fileshare befindet. Und wie Sie sehen werden, werden die Produktinformationen angezeigt, sobald ich das Installationspaket gelesen habe. Diese Informationen werden aus dem MSI gelesen. Sobald die MSI-Datei hinzugefügt worden sind, erscheint ein Assistent,
indem Sie sehen, dass alle Befehle des MSI verfügbar sind, die Sie normalerweise von Hand anpassen können. Sie können auch neue Parameter hinzufügen, indem Sie die Schaltfläche Hinzufügen verwenden. Im Allgemeinen reichen die ausgelesenen Standardbefehle aus, um das Paket an einer Workstation zu verteilen. Die Standardbefehle zum Unterdrücken des Benutzerzugriffs oder zum unbeaufsichtigten Ausrollen der Anwendung ohne Neustart sind daher sofort verfügbar. Wenn Sie diese Einstellungen anpassen möchten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Bearbeiten und passen die Parameter an. Das Anpassen der Voraussetzung kann auch mit einer Bearbeitungsschaltfläche geändert werden. Sie können beispielsweise eine Reihe von Voraussetzungen hinzufügen, damit die Anwendung funktioniert, die Sie wahrscheinlich bereits als Installationsteil hinzugefügt haben und sofort verfügbar sind. Beispiele können auch eine Java Runtime oder eine Microsoft.NET Framework Runtime sein. So können verschiedene Objekte als Voraussetzungen hinzugefügt werden. Jede Installation wird mit einem Systemkonto ausgeführt. Sie können die Anwendung beispielsweise ausrollen, wenn sich der Benutzer anmeldet. Sie können den Benutzer auch festlegen lassen, wann die Installation gestartet werden soll, indem Sie ihn vom Agenten an seiner Workstation aus aktivieren. Drittens kann die Installation gestartet werden, bevor der Benutzer angemeldet ist. Solange das Betriebssystem aktiv ist, ist das auch möglich. Beim Veröffentlichen der Verknüpfungen werden diese zuerst aus dem MSI gelesen und dann für den Benutzer angeboten. Diese Einstellungen können auch bearbeitet werden. Sie können beispielsweise angeben, dass Sie die Verknüpfung nur im Windows-Startmenü verfügbar machen oder dass Sie die Verknüpfung auf dem Desktop anbieten, sodass die Installation ausgeführt wird, wenn der Benutzer darauf klickt. Mit der Softwaremessung, die auch im Paket enthalten ist, kann ein MD5-Filehash aus einer installierten, ausführbaren Datei importiert werden. Sie können dies nach der Installation festlegen, wobei der Agent auf dem Client diese ausführbare Datei überwacht. Dies kann nützlich sein, zum Beispiel, um herauszufinden, wie oft ein Benutzer eine Anwendung im Zusammenhang mit der Lizenzierung startet. Selbst wenn der Benutzer die ausführbare Datei ändern möchte, ist dies bei der Überwachung nicht möglich. Über diese Messungen können Berichte erstellt werden, um mehr Einblick zu erhalten. Auch auf Benutzerseite besteht die Möglichkeit, nach der Installation bestimmte Aktionen auszuführen. Dies kann mittels Kontrollskripten realisiert werden. Dies sind Skripten, mit denen Sie beginnen können, zum Beispiel Ordner löschen oder erstellen. Ein anderes Beispiel ist das Ändern einer INI-Datei oder das Anpassen einer Registrierungseinstellung in Windows. Sie sind Anwendungen zum Konfigurieren der Anwendung. Die dritte Registerkarte enthält die Verfügbarkeitsoptionen. Sobald Sie einen Computer hinzufügen, wird dieser mit den verfügbaren Computern gefiltert, die Bestandteil der Computerelemente sind. Sie können auch einen Benutzer hinzufügen. In diesem Fall wähle ich einen Testbenutzer, Standardbenutzerkonto, um die Anwendung zu verteilen. Sie können aber auch eine Gruppe für den Rollout zuweisen. Die meisten Unternehmen verfügen immer über vorhandene Anwendungsgruppen in ihrem Active Directory. Sobald ein neuer Benutzer zur Gruppe hinzugefügt wird, steht die Anwendung sofort für die Installation zur Verfügung. Sie können sich auch für eine Mitgliedschaft für jeden entscheiden, was bedeutet, dass die Installation für jeden verfügbar sein sollte, der einen Agenten hat. Die Installation eignet sich besonders für die Installation von Anwendungen, die jeder erhalten sollte. Es handelt sich also um Installationen, mit denen Sie keine Benutzerrechte verknüpfen möchten. Sie können die Anwendungsinstallation auch planen, indem Sie ein Datum zuweisen.
So wählen Sie zum Beispiel ab heute um 15 Uhr einen Nachmittag aus. Dann beginnt die Anwendungsinstallation genau um 15 Uhr am Nachmittag. Das Entfernen einer Anwendung erfolgt durch Markieren der Option Deinstallation aktivieren. Sobald Sie einen Computer, einen Benutzer oder eine Gruppe entfernen und Deinstallation aktivieren, wird die Anwendung entfernt. Mit den Sicherheitsoptionen haben Sie die Möglichkeit, nach der Installation der Anwendung eine Reihe von Einstellungen zu ändern. Sie können sich vorstellen, dass Sie die Berechtigungen eines Ordners ändern möchten, sodass der Benutzer dort Schreibberechtigungen erhält. Sie können ihn hier einstellen. Es gilt nicht nur für Ordner, sondern auch für Dateien und zum Ändern des Registers. Wenn also die Berechtigungen richtig eingestellt wurden, hat die Benutzer oder die Gruppe nach der Installation der Anwendung sofort die Berechtigung, die Anwendung zu speichern. Bei Einschränkungen können Sie bestimmte Bedingungen angeben, um eine Installation beim Rollout zu beschränken. Mit Lizenzen können Sie angeben, dass Sie die Installation für eine bestimmte Anzahl von Lizenzen definieren möchten. Sobald der Bedarf die Anzahl der verfügbaren Lizenzen überschreitet, wird die Installation für diese Geräte beendet. Dies kann sicherlich für die Lizenzverwaltung Ihrer Anwendungen pro Gerät nützlich sein. Sie können auch Einschränkungen hinsichtlich der Verfügbarkeit von freiem Speicherplatz definieren. Durch die Angabe eines Prozentsatzes beschränken Sie die Installation so, dass sie nur installiert werden kann, wenn genügend Speicherplatz verfügbar ist. Sie können auch Bedingungen angeben, unter denen die Installation einem bestimmten Betriebssystem und einer bestimmten Bit-Version entsprechen muss. Sobald die Installation gestartet wird, ist beim Klicken auf den Easy Software Deployment Agenten zu sehen, dass der Agent anfängt zu prüfen, ob die Anwendung bereit ist, ausgeliefert zu werden. Dann wird die Installation ausgeführt. Sie können die Installation auch manuell starten, indem Sie auf Jetzt prüfen klicken. Außerdem sehen Sie auf den Registerkarten, was genau mit der Installation passiert ist. Als die Anwendung installiert ist, wird sie unter der Registerkarte Installiert angegeben. Je nachdem, wie die Installationskonfiguration der Anwendung ist, wird sie unter einer Registerkarte angezeigt. Wenn also in der Konfiguration angegeben wird, dass die Anwendung entfernt werden muss, wird das Ergebnis der Installation unter der Registerkarte Entfernt angezeigt. Wenn die Konfiguration eine Erschränkung enthält, zum Beispiel, dass die Bedingung einer bestimmten Windows-Version entsprechen muss, finden Sie das Ergebnis unter der Registerkarte Abgelehnt und so weiter. Wenn Sie einen detaillierten Überblick über die Installation erhalten möchten, finden Sie das in den System- und Benutzerprotokolldateien.